Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Inside a New Dawn. Ich zeige euch heute The Awakening, unseren ersten Song, also den Opener. Geht gleich mit einem ziemlichen Monster los, das auch beim Songschreiben selbst ein ziemliches Chaos war. Um ehrlich zu sein, ist der Song im Verlauf von irgendwie 7 oder fast 8 Jahren entstanden. Die Titelmelodie des Songs geht bis ins Jahr 2011 zurück, als das Ganze noch ein Intro war für unsere erste Pre-Demo oder Demo, noch nicht unter dem Namen Varus. Manche wenige haben das vielleicht schon mal gehört, so hat das früher geklungen. Auf dem Till the Sun Rises haben wir uns aber für ein anderes Intro entschieden, weil wir die Melodie nicht verschwenden wollten, um einen relativ imposanten und brachialen Einstieg zu haben. Sind dann Blastbeats dazugekommen, die Gitarren spielen relativ viel und ein langer, gedoppelter Scream drüber. So klingt das insgesamt. Aber bevor wir uns die Stelle im Detail anschauen, lasst uns doch noch mal kurz einen Blick auf das Intro werfen. Einfach nur ein bisschen Ambient-Sachen im Hintergrund und mit einem schönen Solo-Cello. Und das ist jetzt das eigentliche Intro. Der Operngesang ist keine Software-Library. Das ist echt eingesungen von unserer Freundin der Anna Rosenfeld. Ich hatte ihr 2 Melodien zugeschickt und sie hat dann selbst noch die restlichen Harmoniestimmen dazu gemacht. Klingt phänomenal gut. Also auf jeden Fall riesen Dankeschön nochmal an dich, Anna, dass du das eingesungen hast. Das klingt extrem gut. Ihr hört auch in 2 anderen Songs noch ein paar Chorstimmen von der Anna. Lasst uns mal schauen, was hier am Anfang in der Hauptmelodie bzw. der Melodie von dem Chorus passiert. Wir legen los mit den Blechbläsern. Ihr merkt schon, das ist relativ viel, was im Blech passiert. Man kann einfach nie genügend Hörner und Posaunen haben. Das klingt einfach irgendwie immer gut. Weiter geht's mit den Streichern. Eigentlich weniger als Hauptinstrument gedacht, sondern eher um ein bisschen Drive noch dahinter zu bekommen. Als John Williams-Fan liebe ich diese Woodwind-Rips oder diese kurzen Holzbläserläufe. Ihr werdet gleich hören, was ich damit meine. Ab und zu sind auch mal ein paar Triller drin. Wir haben hier alles Mögliche von Pauken bis noch ein paar tiefere Sachen, Becken. Ich würde euch auch mal hier noch die Ambosse mitgeben, ein paar Percussion-Effekte noch, ein paar zusätzliche Spuren. Das dürfte wohl einfach nur so ein tiefer Donner unten drunter sein und ich konnte es mir klischeeweise nicht nehmen lassen, auch noch, um das Ganze zu eröffnen, ein Sample von 2 Schwertern zu nehmen, die aufeinandertreffen. Ein bisschen Klischee muss immer sein.
Es sind noch ein paar kleinere Effektspuren drin, die spare ich euch jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze insgesamt nur mit dem Orchester klingt. Schauen wir uns mal an, was der Stefan hier an den Gitarren macht. An dieser Stelle waren wir bis früh um 3, halb 4 dran gesessen, um einfach nur die Harmoniestimmen zu finden. Das Ergebnis kann sich, finde ich, ganz gut hören lassen. Das ist so ein bisschen die Schwebe zwischen Folk und 80er Hair Metal. Das ist jetzt erstmal die normale Hauptstimme. Dann kamen hier noch 2 Melodiegitarren dazu. Dafür haben wir ewig gebraucht, die richtigen Töne zu finden. Ich habe mir dann gedacht, man könnte noch eine Zweitstimme mit den Querflöten dazu spielen. Und eine Oktave höher noch eine Tin Whistle ergänzen. Die Melodie insgesamt klingt dann so. Ich zeige euch mal, was der Norbert hier am Bass macht. An der zweiten Hauptmelodie ist eigentlich eher wie eine Orchesterstimme, weniger einfach nur die Grundtöne drunter. Das sind hier insgesamt 5 Vocalspuren, manche setzen nur ein bisschen Akzente rein. Ich gebe euch nur mal einen ganz kurzen Einblick, wie das klingt. I was a stormy birth, I been the rage soy. You violated my arms away, bro, it's my sorrow. So follow to your knees and break your heart. The time has come again to face your fight. Auch hervorragende Arbeit von Maxi an den Drums. Man merkt, dass er einfach bei Blastbeats zu Hause ist. Thema Refrain. Wir haben in dem ganzen Lied, auch wenn es so lange ist, nur 2-mal wirklich den Refrain mit Vocals dabei. Jedes Mal auch anders. Also der erste Refrain, ursprünglich war der Plan, den einfach durchzublasten, wie auch die normale Hauptmelodie. Unser Schlagzeuger, der Max, ist aber auf die Idee gekommen, es wäre eigentlich schöner, den ein bisschen zurückzufahren, und da hat, glaube ich, ihm jeder zugestimmt. Deswegen ist der Refrain auch wuchtiger, ein bisschen größer, weil er einfach die Geschwindigkeit kurz mal zurückgefahren wird. Ich zeige euch mal kurz nur die Drums. Es geht weiter mit einer Stelle, die wir in der Band gerne den Walzer-Part nennen. Es ist kein klassischer Dreiviertel-Walzertakt eigentlich, aber das hat sich bei uns so eingebürgert. Das Ganze klingt dann in etwa so. Der Walzer war anfänglich als Akustikpart gedacht, also mit cleanem Gesang und akustischer Gitarre. Bei den Proben haben wir ihn aber einfach voll durchgespielt und das am Ende auch einfach so gelassen. Es klingt stimmiger, es fügt sich besser in den Song ein und es kippt die Stimmung nicht zu sehr. Dafür gibt es trotzdem hier noch einen Akustik-Piano-Zwischenpart.
Hier auch ein kleines Bass-Solo vom lieben Norbert. Und dann geht das Ganze wieder mit einem schönen, dynamischen Übergang zurück in die Walzerstelle. Es gab extrem viel Textmaterial für Awakening. Das wurde ursprünglich von unserem alten Sänger, dem Max, geschrieben und ging um einen Albtraum und das Erwachen danach. Im Verlauf des Songwritings habe ich den Text aber noch gekürzt und an manchen Stellen auch wiederum ergänzt. Jetzt geht es auch um das Songschreiben selbst, denn Awakening ist über den Verlauf von 9 Jahren entstanden und war extrem anstrengend, einen Konsens zu finden. Das heißt, der Text behandelt jetzt auch, wie man wahnsinnig dabei wird, so ein Monster fertigzustellen. Bestimmt 3 Jahre lang ging der Song bis zu diesem Akustik-Piano-Part und danach eben aber nicht mehr weiter. Danach war ich völlig ratlos, was danach kommen sollte. Nicht wundern, es sind keine Gitarren dabei, es ist nur ein bisschen programmiertes Schlagzeug plus Orchester. Und ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass das nicht in einem künftigen Song mal vorkommt. Aber die Stelle hat einfach in Awakening nicht mehr reingepasst. Es gab keine Übergänge dazu, es gab keine Parts, die aus dem Stück rausgeführt hätten. Deswegen, ja. Ein bisschen längeres, wechselndes Motiv. Sollte eigentlich ein bisschen eine düstere, fast schon Soundtrack-mäßige Note noch in den Song mit reinbringen. Aber auch hier war einfach keine Möglichkeit da, das irgendwie einzubinden, dass es stimmig geklungen hätte. Zu guter Letzt noch der zweite Chorus. Er unterscheidet sich nur geringfügig von dem ersten Chorus. Hauptunterschied sind hier die Drums mit einer relativ progressiven Begleitung, wie ich finde. Ich weiß nicht genau, was da Max vorgegangen ist. Vielleicht konnte er sich nicht entscheiden, ob er Blastbeats oder Halftime spielt. Auf jeden Fall ist das hier dabei rausgekommen. Achtet vor allem mal auf die abgedämpften Gitarrentöne gemeinsam mit den Toms zusammen. Der finale Part von Awakening. Ursprünglich sollte der in der Tonart einfach weiterlaufen auf E. Ich habe aber sehr zum Leidwesen der restlichen Band mich entschieden, die ersten paar Takte laufen in E und danach haben wir den Tonartwechsel auf H. Das Ganze klingt dann so. Lag einfach daran, dass mir das Ende ein bisschen zu langweilig war, wie es oft so ist, und dann macht man einfach einen Tonartwechsel rein. Der Rest der Band war natürlich sehr begeistert. So, das war's eigentlich schon. Was heißt schon? Ich glaube, ich habe jetzt lange genug erzählt. Ich könnte jetzt noch bestimmt 2-3 Stunden über The Awakening referieren, aber ich belasse es dabei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das ruhig unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und teilt das fleißig, gerade für Nerds, die sich dafür interessieren, wie das so bei uns abläuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt positiv. Bis zum nächsten Mal.